Ja, es ist Zeit zum Benzin zum Verbrauchen. Abfahrt! Jo, ihr geilen Racer, was geht? Was geht? Was geht? Da sind wir wieder im Auto unterwegs. Sommeroutfit sitzt. Die RSV4 ist am Start, am Stissel, am Manissel. Und zwar ist alles repariert, keine Fehlermeldung mehr, Traktionskontrolle funktioniert, alles tippitoppi, bis auf ein bisschen Optik, aber scheiß drauf. Also ich bin jetzt mal wieder auf dem Weg nach Hockenheim und da wird geballert. Ja, ich übernehme das Ticket vom Kim, der sich demnächst mit seiner GSX-R die Haxe gebrochen hat und hole ihn jetzt gerade ab. Der kommt mit als Support. Und dann fahre ich ein bisschen mit der RSV4. Hauptsächlich geht es darum zu testen, dass alles nach dem Sturz wieder einwandfrei läuft. Und fahre dafür das Afterwork-Training, das heißt wieder 4 Turns, a 20 Minuten, immer im Wechsel, 20 Minuten fahren, 20 Minuten Pause, kriegen wir hin. Daumen drücken, dass der ganze Karren hält und dann hören wir uns später nochmal. Jetzt geht's erstmal los, Kim abholen, nach Hockenheim, ausladen, aufbauen, anmelden, das volle Programm. Und für euch in einem Schnips direkt schon die ersten Fahraufnahmen. Viel Spaß, bis später. So, Zwischenfazit. RSV4 läuft, heißt Fehler gefunden. Es lag am Ende am CLF-Modul. Das habe ich in die Front verbaut und da gab es wohl ein paar Probleme. Entweder mit dem Kabel, dass da irgendwelche Steckerprobleme waren oder durch Vibration, ich weiß auch nicht genau. Normalerweise ist das auf der linken Seite verbaut. Linken Seite von der Verkleidung. Da habe ich es jetzt auch wieder hingebaut. Und ja, jetzt funktioniert das Ding. Alles funktioniert. Keine Fehlermeldung mehr im Tacho.
Traktionskontrolle problemlos. Ich habe jetzt 2 Turns gefahren, wo alles wunderbar funktioniert hat. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass das am Ende das Problem war. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Hauptsache ich kann fahren. Nächste Problem, geht natürlich nie ohne, ist jetzt der Reifen. Ihr habt ihn schon im Rijeka-Video gesehen, da habe ich den Conti Soft hinten drauf geschmissen nach meinem Sturz. Und der ist da in Rijeka extrem aufgerissen, weil es ihm da mit 20, 22 Grad viel zu kalt war. Wie gesagt, Luftdruck habe ich probiert, rumgespielt, hat alles nichts geholfen. Selbe Temperatur, selbe Bedingungen, selbe Fahrwerkseinstellung mit Medium, keine Probleme gehabt. Kaum war der Soft drauf, reißt er auf. So, jetzt bin ich hier in Hockenheim, habe gehofft, dass ich es nochmal zufahren kann. Jetzt haben wir hier, ja, so leicht bewölkt, 23, 24 Grad. Aber es wird nichts. Also der Reifen sieht immer schlimmer aus, es reißt immer weiter auf. Also den werde ich auch nach heute auf jeden Fall runterschmeißen. Der hat schon eine richtige Kante drin. Ich blende euch ein paar Bilder davon ein. Aus diesem Grund nochmal hier der Hinweis von meiner Seite aus, meine persönliche Erfahrung. Conti Medium auf jeden Fall zu empfehlen. In den Temperaturen, wo wir hier gefahren sind, einwandfrei funktioniert. Beim Soft kann ich leider keine Empfehlung aussprechen. Zumindest für den Temperaturbereich von 20 bis 25 Grad. Da funktioniert er einfach nicht. Der reißt auf, ist sofort kaputt, fährt sich nicht mehr zu. Also das Thema ist damit auch durch. Heißt, ich schmeiße den runter und das softe Vorderrad dagegen funktioniert einwandfrei. Da habe ich jetzt auch das Neue drauf. Wahnsinn, wie das hält, was für ein Feedback das gibt. Das funktioniert einwandfrei. So, was machen wir jetzt mit dem Hinterreifen für den nächsten Event? Das nächste Event ist, wenn nichts Spontanes dazwischen kommt, am 23. und 24. Juli Lausitzring, der Eurospeedway. Und da machen wir was ganz Spezielles hinten drauf. Und zwar habe ich einen King Tire Medium ergattert. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Das ist ein China-Reifen. Jetzt, oh Gott, schreien die Ersten schon los. Nein, mach das bloß nicht. Wie kannst du nur? Ja, ganz ehrlich, wir sind Hobbyfahrer. Der Sport ist verdammt teuer. Da guckt man sich natürlich nach günstigen Alternativen um. Und ich habe demnächst einen Reifentest gesehen vom Johann Flammann. Grüße an der Stelle. Der hat den drauf gehabt, als er in Spanien unten war. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Soft oder Super Soft sogar. Und hat damit super Zeiten gefahren. Am Ende ist ihm der auch aufgerissen, aber auch, weil es in Spanien zu kalt war. So, ich habe jetzt einen King Tire Medium. Den schnalle ich drauf, zusammen mit dem Conti Soft Vorderrad, weil der King Tire, das softe Vorderrad, aktuell ausverkauft ist, wie so viele Reifen. Deswegen in der Mischung dann. Und dann schauen wir mal, wie der King Tire funktioniert und was dabei rumkommt. Ich werde euch natürlich darüber berichten und dann entsprechend nochmal ein Review zu dem Reifen machen. So viel zum aktuellen Stand und wie es in nächster Zeit weitergeht, was der Ausblick ist. Bevor es hier jetzt noch lauter wird, bereite ich mich auf meinen letzten Turn vor und danach hören wir uns nochmal zum kleinen Fazit, wie der Tag heute gelaufen ist. Bis dahin, hier noch ein paar Fahraufnahmen, genießt es, eventuell fahre ich ja nochmal eine schöne Zeit für euch und dann kriegt ihr noch ein paar Soundaufnahmen. Ja Mensch du, ist das ein schöner Autowagen. Ja, da drehen wir doch gleich eine Runde.
Browder. Und mit der untergehenden Sonne hier aus Hockenheim geht auch der Tag zu Ende. Afterwork ist vorbei. Maschine hat gehalten. Alle sind happy. Ich bin happy. Maschine ist happy. Volvo ist sowieso immer happy. Ja, nur der Reifen, wie vorhin schon erzählt, der hat es nicht gepackt. Aber macht nichts, weiter geht's. So, ich packe jetzt hier zusammen, ich mache gar nicht mehr groß rum. Ich lasse noch ein Häufchen hier in Hockenheim. Und dann ist das Video für euch auch durch. Ihr müsst ja nicht ewig hier hocken und mich beim Labern angucken. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was ihr noch zu sehen kriegt. Viel Spaß noch weiterhin und vergesst nicht, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und uns auf Instagram folgen. Alles klar. Bis dahin, Männers. Macht es gut. Ciao, 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 ciao.